Andrea von deinestickbox.com. In diesem Video zeige ich dir die Grundlagen für dein neues Kreuzstich-Hobby. Der Kreuzstich ist eine recht einfache Möglichkeit, ein Motiv auf einen Stoff zu sticken. Du benötigst hierfür Folgendes. Zuerst einmal einen sogenannten Stickstoff. Das ist zum Beispiel ein Aida Baumwollstickstoff. Dann eine Sticknadel mit einer stumpfen Spitze. Dann natürlich ein Stick Garn und eine Schere. Bei diesem Stickstoff sieht man recht gut die einzelnen Löcher. Hier wird dann die Nadel mit dem Faden durchgezogen. Ein Kreuzstich befindet sich immer innerhalb eines Quadrates. Zuallererst schneiden wir mal das Stickgarn ab. Normalerweise nimmt man so etwa 30 cm, aber zum Beginnen reicht auch mal ein kürzeres Stück. Das Stickgarn besteht aus mehreren Fäden, und zwar aus 6 Stück. Für die meisten Stickarbeiten benötigt man 2 Fäden, das heißt, wir teilen das Garn jetzt erst einmal. Und fädeln ein. So. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten anzufangen. Zum Beginnen ist es am einfachsten, einen kleinen Knopf ins Ende zu machen. Die anderen Möglichkeiten zeige ich euch gerne in einem weiteren Video. Dann können wir eigentlich schon beginnen. Und zwar stechen wir mit der Nadel von hinten durch den Stoff durch und ziehen jetzt nicht zu fest an, damit der kleine Knopf nicht durch das Loch rutscht. Dann stechen wir in das nächste Loch, und zwar diagonal ein. Dann kommen wir mit der Nadel unterhalb des Einstichs wieder hervor und beenden den Kreuzstich dann, indem wir die Nadel in die andere Diagonale durchführen. Das ist es eigentlich, unser erster Kreuzstich. Wenn wir jetzt eine größere Fläche sticken möchten, fangen wir genauso an. Stechen von hinten durch, schräg in die Diagonale ein, wieder unterhalb des Einstichs hervor und jetzt wieder in die nächste Diagonale. Wieder unten durch und die nächste Diagonale. Wenn wir jetzt 4 Kreuzchen in einer Reihe machen wollen, haben wir jetzt den 4. halben Kreuzstich gemacht, kommen unten wieder rauf und das Ganze jetzt wieder zurück. An sich ist es egal, wie wir die Kreuzchen machen, es ist nur wichtig, dass der obere Faden immer in der gleichen Richtung liegt. Für die nächste Reihe geht es dann einfach unterhalb weiter. So, jetzt zeige ich euch noch, wie man den Faden vernäht. Also entweder, wenn der Faden zu kurz ist zum Weitersticken oder ich mit einer anderen Farbe weitersticken möchte, drehe ich das Ganze einfach um, fahre dann durch 2 oder 3 von diesen senkrechten Stichen durch. Wenn man möchte, kann man dann auch noch einmal zusätzlich vernähen. Dann schneidet man
den Faden möglichst knapp ab. So, das sind die ersten Kreuzstiche. Das wäre es auch schon mal fürs Erste. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schenkt mir ein Like. Fragen und Anregungen gerne in die Kommentare. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch viel Spaß beim Sticken.